Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tipps mit Fips. Ich bin der Fips und ich habe heute die Christina mitgebracht. Das ist meine super tolle Bassistentin, wie sie getauft worden ist. Und wir haben euch heute einen Song mitgebracht, der heißt Summer Wine. Das ist ein recht alter Song aus den 60er Jahren, ist von Nancy Sinatra und Lee Hazelwood im Original. Wurde in den 90er Jahren oder 2000ern, ich weiß jetzt gar nicht so genau, mal gecovert, auch von Ville Valo und Natalia Avalon. Und ja, der ist recht leicht zu spielen, denn der beinhaltet ganze 3 Akkorde. Das bedeutet, für alle Leute, die jetzt gerade frisch an der Gitarre sind, es ist ein super leichter Song, den ihr unglaublich schnell bewältigen könnt. Auf dem Bass übrigens auch? Auf dem Bass übrigens auch. Und ja, würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Wir beide spielen euch den Song mal vor, damit ihr wisst, worum es geht. Ich denke mal, die meisten von euch haben den auch schon mal gehört. Fangen wir an. 1, 2, 3, 4. Strawberries, cherries and in spring, my summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time, and I will give to you summer wine. Oh, summer wine. Town on silver spurs that jingle too, a song that I had only sang to just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time, and I will give to you summer wine. Summer Wine. So, wie ihr leicht erkennen könnt, ist das Ganze kein Hexenwerk. Dieser Song besteht aus ganzen 3 Akkorden, die ich euch jetzt mal ganz kurz zeige, bevor wir dann halt mit der Übung loslegen. Der erste Akkord wäre ein A-Moll. Der wird euch unten im Bild auch angezeigt. Das wäre dieser hier. Der zweite Akkord wäre ein G-Dur, der wird euch auch unten im Bild angezeigt, das wäre dieser hier. Der dritte Akkord wäre ein D-Moll, das wäre dieser hier. Und das war's sogar schon. Das heißt, wir sprechen von ganzen 3 Akkorden. Für die Christina ist das natürlich noch ein Stückchen leichter, weil sie nur einzelne Töne spielen muss. Aber es ist natürlich auch immer ein bisschen tricky, weil die ja mit den Akkorden, die ich spiele, übereinstimmen müssen. Das heißt, für die Bassisten unter euch, unterschätzt den Song nicht. Der ist ganz schön schwer. So, so im Großen und Ganzen ist das mit den Akkorden gar nicht so schwer. Die wechseln sich immer in so Zweier-Einheiten ab. Das heißt, wir sprechen von 2 Takten je Akkord. Der ganze Song fängt quasi mit 4 Schlägen A-Moll erstmal an. Ne? Könnt ihr mal versuchen mitzumachen. Das ist jetzt die ganz, ganz leichte Version für die Leute, die gerade erst angefangen haben zu spielen. Das heißt, sortiert immer eure Finger zu dem A-Moll-Griff. Und dann versucht ihr es einfach mal nachzumachen. Fangen wir mal an. 1, 2, 3, 4. Strawberries, cherries and. Das heißt, wir haben jetzt 4 Schläge gehabt und wechseln jetzt in den nächsten Akkord. Das wäre dann der G-Dur. An angel's kiss in spring. Jetzt wechseln wir zurück in den A-Moll, wieder 4 Schläge. My summer wine is only. Und wieder zurück in den G-Dur. Made from all these things. Jetzt gehen wir in den D-Moll-Griff. Take off your
your silver spurs. In den A-Moll. And help me pass the time. In den D-Moll. And I will give to you. Und wieder in den A-Moll. More summer wine. Jetzt kommt eine besondere Stelle, das ist immer am Ende von der Strophe und am Ende vom Refrain. Da wird das G mit einem Schlag gespielt. Und dann kommt dieses Oh, oh, summer wine. Und zurück in den A-Moll. Der A-Moll ist der Grundakkord. Das heißt, immer wenn eine Strophe oder ein Refrain zu Ende ist, fangen wir wieder ganz von vorne an. Wie ihr merkt, das ist kein großes Hexenwerk. Das sind immer nur 4 Schläge pro Akkord und halt zusätzlich diesen einen G-Dur ganz am Ende von Strophe und Refrain. Strophe und Refrain sind übrigens komplett identisch. Das heißt, der Song besteht die ganze Zeit immer aus der gleichen Reihenfolge und ist dann jetzt in der produzierten Variante dann einfach mit Geigen unterlegt, mit einem Schlagzeug unterlegt, mit einer anderen Gitarre und zusätzlichen Instrumenten und einem zweistimmigen Gesang und etc. Und wird dadurch sehr interessant. Ich meine, im Grunde genommen ist es sogar möglich, aus einem oder aus 2 Akkorden einen Song zu schreiben, wenn man halt das passende Beiwerk dazu abliefert, was bei Summer Wine auf jeden Fall im Original gegeben ist. Lange Rede, kurzer Sinn, versuchen wir es einfach mal aus mit diesen Einzelschlägen. Ich zähle uns ein und dann versuchen wir einfach mal den kompletten Refrain gemeinsam zu spielen. Wir machen alles ganz langsam, also keine Angst, ihr kriegt das ganz, ganz locker hin. Das ist nicht schwer. 1, 2, 3, 4. Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time. And I will give to you summer wine. Oh, oh, summer wine. Ups. Wie ihr merkt, ihr könnt das auf dem Bass natürlich genauso mitspielen. Das heißt, die einzelnen Töne immer in 4er-Einheiten, bis dann der Akkordwechsel kommt und dann müsst ihr auf den anderen Ton greifen. Das war auf jeden Fall jetzt die Soft-Version. Die Originalversion ist mit einem Wechselschlag, also jetzt beim Anschlag von der Gitarre und auch mit einem Wechselschlag beim Bass. Das heißt, wir versuchen den Akkord an sich einfach ein bisschen interessanter zu gestalten und auch den Rhythmus an sich ein bisschen interessanter zu gestalten. Ist jetzt so ohne Schlagzeug oder ohne Metronom auch immer so eine Sache. Wenn man nicht gerade eine super Bassistentin am Start hat, dann kann das unter Umständen auch etwas schwerer ausfallen. Aber wir haben ja jetzt hier die richtige Person für den richtigen Rhythmus und deswegen probieren wir das einfach mal aus. Ich versuche euch jetzt mal gerade den Wechselschlag von meinen Akkorden hier auf der Gitarre zu erklären, wie ich das spiele. Und dann würde ich sagen, probieren wir das auch mit dem Refrain danach einfach mal aus. Also es klingt bei mir so. Das ist nicht schwer. Man kann sich das leicht merken als Zahlenkombination. Das heißt, ihr schlagt jetzt zweimal quasi das Plektrum oder mit den Fingern nach oben. Ihr denkt jetzt, er ist bekloppt, weil er sagt oben. Aber nein, das ist nicht so. Es geht bei der Gitarre nicht um die Saite in der Position oben, sondern um die Tonhöhe. Das heißt, in die Richtung ist oben, in die Richtung ist unten. Aber das werdet ihr mit Sicherheit auch hinkriegen. Die Leute unter euch, die das andersrum sagen wollen, die können das auch gerne machen. Gibt eh nicht viel Richtiges und nichts Falsches. Ne? So, auf jeden Fall wäre das jetzt hier zweimal nach oben. Danach kommt zweimal nach unten. Dann kommt einmal nach oben und einmal nach unten. Und das ist schon eigentlich das komplette Schlagmuster. Das wird euch auch im Bild nochmal angezeigt, damit ihr euch das merken könnt. Und wenn man das ein bisschen schneller spielt, das war natürlich jetzt sehr, sehr langsam, dann wird man feststellen, das hört sich als Rhythmus eigentlich ganz cool an. Und ich meine auch, dass es gar nicht so weit von dem Originalrhythmus entfernt ist.
versuchen wir es einfach mal zusammen. Wir machen nochmal den Refrain. Christina spielt auch nochmal mit. Und ja, ich zähle uns mal ein. 1, 2, 3, 4. Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time. And I will give to you summer wine. Oh, summer wine. Wenn ihr das ein bisschen übt, würde ich jetzt einfach mal behaupten, könnt ihr das in kürzester Zeit genau so hinkriegen. Das ist überhaupt kein großes Problem. Das Schwierige an der ganzen Kiste ist eigentlich nur das Umgreifen, aber das kann man auch üben. Das heißt, fangt einfach langsam an und steigert die Geschwindigkeit mit der Zeit und irgendwann sitzt es ganz von alleine. Bei dem Bass ist es so, die Christina spielt die Basstöne von den Akkorden im Wechsel von hoch nach tief. Und soweit ich das rausgehört habe. Und das wäre jetzt dann die dritte Challenge für die Leute, die jetzt keine Bassunterstützung haben. Das geht nämlich mit der Gitarre im Endeffekt auch. Das wäre jetzt so die Möglichkeit, wenn man alleine spielt und man möchte gerne diesen Wechselschlag vom Bass haben, dann kann man das auch mit den Fingern bewältigen. Mit dem Plektrum ist es ein bisschen schwieriger, weil man da ein bisschen zielgenauer spielen muss. Jedenfalls ist es so, dass der Daumen quasi diese Bassfigur spielt, die Christina die ganze Zeit gespielt hat. Also abwechselnd die A- und die E-Seite beim A- und beim G-Akkord. Und bei dem D-Akkord wäre es die D-Seite und die A-Seite abwechselnd. So, das mag sich jetzt alles sehr, sehr kompliziert anhören, ist es aber im Endeffekt eigentlich nicht. Das ist relativ leicht gemacht. Die Bewegung, die ihr eigentlich nur machen müsst, ist mit dem Zeigefinger. Und zwar ist das eine Bewegung, die geht so. Mehr ist das nicht. Daumen, zack, Daumen, zack, Daumen, zack. Mehr ist das nicht. Das heißt, für die Leute, die es gerne mal ausprobieren möchten, schlagt einfach mal die A- oder die E-Seite, spielt jetzt eigentlich auch überhaupt keine Rolle. Einfach einzeln an und macht mal die Bewegung mit dem Zeigefinger. Das ist eigentlich alles. In Akkorden hört sich das folgendermaßen an. Ich versuche das jetzt mal ganz kurz langsam im A-Moll euch zu zeigen. Das geht so. Ist ganz leicht, wie ihr seht. Also ist kein großes Ding. Ein bisschen tricky wird es, wenn ihr dann die Bassseiten wechselt. Eigentlich soll das dann sich im Großen und Ganzen so anhören. Das ist im Grunde genommen eine Mischung aus dem, was die Christina und was ich zusammen gespielt haben. Versuchen wir es einfach mal auch im Refrain. Ich zähle uns mal ein. Kannst natürlich selbstverständlich trotzdem mitspielen. Schön. Ich brauche dich. Und ja, ich zähle uns mal ein, dann probieren wir es einfach mal gemeinsam aus. 1, 2, 3, 4. Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time. And I will give to you summer wine. Oh, summer wine. So, das war jetzt schon Schwierigkeitsgrad Nummer 3 und ich würde jetzt einfach mal sagen, wir belassen es jetzt dabei. Ihr habt 3 Optionen, wie ihr den Song spielen könnt und ja, dann würde ich sagen, sind wir auch schon fast am Ende unserer heutigen Fipso-Session angekommen. Und ganz kurz, ich habe hier heute
für das Video eine Red Hill Gitarre mitgebracht. Das ist eine richtig schöne Gitarre. Die findet sich in einem recht günstigen Preissegment. Das heißt, für die Leute, die bei euch gerade am Anfang sind, könnte das auf jeden Fall sehr interessant sein. Die könnt ihr bei uns in der Ausstellung auf jeden Fall angucken. Vor dem Beginn unserer heutigen Folge habe ich dieses wunderschöne Stimmgerät hier genutzt, um die Gitarre einzustimmen. Das ist natürlich das A und O, ne, wenn man zusammen gerade mit anderen Leuten spielen möchte, dass die Instrumente übereinstimmen. Und ja, damit wären wir am Ende von unserer Folge angekommen. Und ich möchte mich ganz herzlich bei der Christina bedanken. Ich habe mich sehr gefreut, dass du dabei gewesen bist. Es hat wie immer ganz viel Spaß gemacht. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Und wir sollten mal über eine Band nachdenken, auf jeden Fall. Sehr und eine kleine Bitte hätte ich noch an euch. Wenn euch unser Video gefallen hat, dann schickt uns doch ein Däumchen oder schreibt mal einen Kommentar, was ihr gerne haben möchtet als nächstes. Gebt uns irgendwie, teilt uns, gebt uns Likes, was auch immer ihr machen wollt. Wir freuen uns auf jeden Fall auf die nächste Folge und verabschieden uns bis dahin. Madet Jod, bis bald. Tschüss.